Also jetzt zeigen wir noch ein paar Grundlagen zum Programmieren mit dem EMQ Framework und den 4 Projekten, also dem EMQ QCSF, besteht aus der Lösung, also den Projekten COM, Automation, Control, Display, IMU, Quaternion, Kalman und Sensor und den anderen Projekten, die dann nur einen Teil der Aufgaben enthalten oder der Module. Das heißt, das Framework ist so im Grunde das, wo noch am meisten zu tun ist. Ein Minus heißt, das ist noch zu befüllen und 0 heißt, dass das Modul gar nicht vorkommt, weil es jetzt dazu noch keine Aufgabe gibt. Dann gibt es das Framework Control. Hier sieht man auch an der Tabelle, dass die meisten ja schon da sind. Da fehlt dann einfach nur noch das Control, der Regler, den wir noch hinzuzufügen haben. Und beim Basic ist ähnlich wie vom Framework, nur dass es ein bisschen einfacher ist. Also man ein bisschen weniger zwischen den Funktionen verbinden muss. So, jetzt gehen wir mal rüber zum Code. Gucken wir uns mal an. Wir arbeiten jetzt mit dem EMQ QCSF. Auch hier stellen wir einmal kurz die Treiber ein und kompilieren am Anfang einmal, damit das auch alles klappt, also die ganze Autovervollständigung und so weiter, dass das auch so ein bisschen einfacher bei der Bedienung ist. Jetzt gucken wir uns mal hier das Projekt an und also wir haben hier einmal das COM-Modul für die Kommunikation zwischen PC und Telemetrie. Das haben wir hier. Dann haben wir das Control-Modul, bestehend aus dem Lageregler, Attitude Control, der Höhenregelung, also ein Höhenregler, der Positionsregelung und der Steer Control. Das ist quasi die Steuerung, wo man dann im Grunde einstellen kann, welche Steuerungswerte man nimmt, wie die durchgeschaltet werden und so weiter. Auch der Mischer etc. Dann haben wir das Display. Das haben wir in der ersten Aufgabe schon gemacht, wo man seine eigene Display beschreiben kann. Wir haben die Funktion zur IMU, bestehend aus 3 Projekten. Also IMU 3000 ist eine ältere IMU, die wir auch noch unterstützen. Dann die IMU 6000, das ist die MPU 6000, um genau zu sein. Hier ist dann der Code, wie die angesprochen wird. Man kann einmal, bei allen Funktionen hat man die Möglichkeit, einmal die selbst programmierte Variante zu nehmen, wozu wir einen Beispielcode mitliefern, als auch aus der Library direkt eine bisschen optimiertere Variante zu benutzen, ohne dann diesen Code zu verwenden. Das ist einem offen. Dann gibt es hier einmal das Modul zum Kalman-Filter. Kalman-Filter ist relativ verbreitet in der Signal- und Regungstechnik. Hier ist dann die ganze Library, auf die ich dann gleich auch noch eingehen werde, auf die Funktion. Und es gibt eine Funktion zu Quaternion, also um Orientierungsdarstellung mit Quaternion zu machen, die findet man hier. Dann gibt es noch eine ganze Reihe von Sensor-Aktor-Funktionen, die sind dann hier. Einmal um ein Gimbal zu steuern für Kameras, als auch um diverse Sensoren auszulesen. Also das findet man dann hier. Also das sind jetzt die Sensoren hier, die man hier hat. Also einmal Laser, Ultraschall, Luftdruck, ansonsten noch Infrarot, verschiedene Infrarotsensoren, also ein kurzer für kurze Reichweite und ein größerer für lange Reichweite. Gibt es für alles Treiber und Funktionen. So, wir werden uns jetzt erstmal so ein bisschen genauer mit dem Framework beschäftigen, wie das aufgebaut ist. Das heißt, es gibt einmal die Library-Funktion. Ich erkläre jetzt mal kurz die Library-Funktion. Fange an mit der Interface H, das ist so die Grundlage, die Grundlibrary. Da gibt es einmal die Hardware-Init, die macht die ganze Hardware-Initialisierung. Da kann man zum Beispiel die Bautrate vom UART einstellen. Man kann einstellen, was für eine Kalibrationsfunktion man benutzt von der IMU. Man kann Einstellungen für die Fernsteuerung machen. Das heißt zum Beispiel, ob man keine Fernsteuerung benutzt, nur eine. Man kann auch mit 2 Fernsteuerungen arbeiten, also Lehrer-Schüler zum Beispiel. Und noch eine ganze Reihe von anderen Sachen. Man kann initialisiert mit der Motor-Init die Motoren, die über I2C angesteuert werden. Mit der Motor-Run hat man eine Strukt aus 4 1-Byte-Werten. Darüber können dann die Motoren angesteuert werden. Mit Motorstart gibt man die Motoren frei. Das heißt, aus Sicherheitsgründen ist normalerweise, werden die Motoren nicht angesteuert. Und wenn man erstmal Motorstart gibt, werden auch die Motoren angesteuert. Mit Motorstopp dann natürlich die Motoren stoppen. Bei Motor-State kann man sich dann zurückgeben, ob die Motoren denn gerade aktuell an sind, also freigegeben. Mit Motor-Run PWM kann man dann auch mit
PWM-Werten arbeiten, also über PWM die Motoren ansteuern. Das andere ist dann klassischerweise über I2C. Stopp ist dann analog für PWM. Das sind die Motorfunktionen. Gehen wir weiter zum Calibrate. Also das Remote Calibrate kalibriert die Fernsteuerung. Und da gibt man dann auch wieder die ID ein, welche Fernsteuerung man kalibrieren will, also 1 oder 2. Das Remote Run verarbeitet die Fernsteuerungsdaten, die neuen Daten werden dann aus dem UART dann ausgelesen und in diese Struktur reingeschrieben und man gibt an, welche ID man da verwendet. Das RAR-Data kann man dann ausführen, um die Rohdaten aus der Fernsteuerung zu bekommen. Dann gibt es noch die Funktion getJitterCheck, womit man dann überprüfen kann, ob die Zeit, also die Echtzeit, auch eingehalten wird. Ist ja wichtig in der While-Schleife, dass es eingehalten wird, damit der Regler zurechtkommt. Man kann auch eine Wartefunktion irgendwo einfügen mit Wait. Es gibt ein UART Write, was auf den UART 0 schreibt, ein Array über den DMA, also ein String, der wird mit als Character Pointer angegeben. Dann gibt es ein Filtering Init, wo die ganzen Library-Filterfunktionen initialisiert werden. Das Steer-Init, was die Steuerung initialisiert. Mit der LED-Control können die 4 LEDs hier auf dem EMQ-Board, aber auch auf dem Onboard auf der Drohne geschaltet werden, indem man einmal die LED auswählt. Also welche LED man nimmt, 0 bis 5 können das sein, weil 2 LEDs 2 Farben-LEDs sind. Und mit 0 und 1 kann man an- und ausschalten. Also mit 0 ist aus, 1 ist an, 2 ist dann Toggle und 3 ist dann Time Toggle. Wobei es bei dem Toggle und dem Time Toggle ist es beschränkt auf eine LED aktuell, die man damit steuern kann. Dann kann man die LEDs flächen lassen, das ist so wie beim Knight Rider, dass die vorwärts und zurück flächen. Das ist mit dem Flashing-LED möglich. Dann gibt es noch ein paar zusätzliche mathematische Funktionen, auf die ich jetzt nicht weiter eingehe. Und das Write-to-Display, das hatten wir schon. Also, jetzt gucken wir uns die Datenstruktur der Library an. Das ist im EMQ-Interface Data. Als erstes haben wir hier 3 Doubles in einem PID-Parameter. Ich denke, das ist selbst erklärt. Also einmal P, I und P, der P-Parameter, I-Parameter und D-Parameter, also der Faktor, der das dann skaliert. Dann nochmal 3 Doubles in einer Vektor-Datenstruktur für X, Y, Z. Dann haben wir einmal die IMU-Daten, die einmal aus dem Vektor Roll, Pitch und Yaw bestehen, also aus den Winkeln, und einmal aus Roll, Pitch, Yaw, Angular Rate, also den Winkelgeschwindigkeiten um die jeweiligen Achsen. Dann haben wir nochmal 4 Doubles, Quaternionen in Hamilton-Darstellung. Dann haben wir die IMU-Rohdaten, einmal 3 Achsen Gyro-Rohwerte und 3 Achsen Accelerometer, also jeweils als Vektoren. Die Motor-Data-Datenstruktur ist jeweils 1 Byte für jeden Motor, um die Spannung einzustellen, also die Drehzahl. Und wir haben die Steer-Data-Datenstruktur bestehend aus Engine On, Calibrate On, Flying und Process Control. In Engine On gibt an, ob die Motoren an sind. Calibrate On gibt an, ob die Kalibrierung durchzuführen ist oder schon abgeschlossen wurde. Flying gibt an, ob der Kopter gerade an ist. Das ist wichtig für den Integrationsteil des Reglers, weil nur wenn der Kopter an ist, auch integriert wird. Und Brushless Control Init gibt an, dass die Motoren noch initialisiert werden. Die Motoren müssen halt am Anfang initialisiert werden, damit sie auch richtig anlaufen. Vielleicht so kurz auch nochmal zu der Datenstruktur allgemein. Datenstruktur sollte nicht modifiziert werden, weil die Library darauf basiert. Und wenn man die modifiziert, dann kann das dazu führen, dass die Library nicht korrekt arbeitet oder auch nicht mehr kompiliert. Also am besten, wenn man eigene Datenstrukturen, Änderungen vornehmen will, legt man seine eigenen Datenstrukturen an. So, die nächste Funktion ist die Remote-Data, wo die Fernsteuerungsdaten zu finden sind. Das ist einmal das Gas, also wie viel Gas man im Kopter gibt, auf alle Motoren dann zu verteilen, um zu steigen und zu sinken. Dann gibt es die Sollwerte, Roll, Pitch und Yaw von den 3 Sticks. Also die ersten 4 Werte sind quasi die 2 Sticks an der Fernsteuerung. Dann gibt es einmal nochmal den Double Angel und den Soll Angel von Yaw. Die werden differenziert, weil das eine ist integriert, damit man den Stick auch wieder quasi, der Kopter soll sich ja nicht drehen, wenn der Stick nicht ausgeschlagen ist, und sich dann ein Stück weiter drehen, wenn man links und rechts macht. Und das andere ist halt, damit man, wenn man auf den Rohwert zugreifen will und vielleicht das für was anderes verwenden möchte, ohne Integration. Dann gibt es 2 Shorts zur Feststellung, ob die Fernsteuerung gerade aktiv ist, also ob die Fernsteuerung an ist, ob da Daten kommen, und einmal calibrated, ob die auch korrekt kalibriert worden ist. Das sind dann quasi, die Werte sind dann 1, wenn es korrekt ist, und 0, wenn halt nicht. Power, dann gibt es 4 Switches an der Fernsteuerung, die werden hier
übertragen. Also es gibt einmal den Power Switch, der die Fernsteuerung anmacht, das ist der Gear Switch auf der Fernsteuerung. Dann gibt es einmal den Height Switch, das ist der Mix Switch auf der Fernsteuerung für die Höhenregelung. Dann gibt es zwei Automation Switches, die jeweils sich anschalten, also deren Werte man hier angezeigt bekommen kann als Bytes. Also einmal der B-Switch und der D-Switch. So, als nächstes kann man dann die Rohwerte sich auch anzeigen lassen oder auch die Kontrolldaten, die Reglerdaten sind einmal die Sollwerte des Reglers, 4 Werte dann auch das Gas, weil auch das Gas in den Regler eingeht und dann die PI und D-Anteile der 3 Lagenregler, also der PED-Regler für Roll, Pitch und ja. Darüber hinaus gibt es eine Reihe von anderen Strukturen, auf die ich jetzt hier nicht im Detail eingehe. GPS ist vielleicht noch ganz interessant, bestehend aus Longitude, Latitude und der Altitude sowie der Qualität und der Anzahl an Satelliten, die da angetragen wird, sowie die Zeit in Stunden, Minuten und Sekunden. Gut, ja, das waren die Interface-Daten. Also jetzt gucken wir uns den dritten Library-Teil an, das ist die EMQ-Interface QCSF-H. Das sind jetzt so ein bisschen die anspruchsvolleren Funktionen, noch ein bisschen Zusatzfunktionen. Es ist im Grunde im Code so, sich zu überlegen, dass im Framework und vor allem in der Basic eine Reihe von Funktionen schon vorgegeben sind, aus denen man dann selber Code entwickeln kann. Aber hier gibt es noch ein paar Zusatzfunktionen, die es dann einem dann erlauben, aus der Library dann ein bisschen mehr Features zu bekommen als die Standardfunktionen. Das heißt, im Grunde sind das fertige Funktionen, die man benutzen kann, statt den Code selber zu programmieren, der ja auch schon im Framework drin ist. Also es gibt einmal die IMU-Init mit einer Autoerkennung. Das heißt, das ersetzt quasi das aus dem Framework, zum Beispiel Framework oder Basic, um dann quasi, man kann dann verschiedene IMUs dran haben, es wird automatisch die richtige IMU erkannt. Also die beiden genannten zum Beispiel. Dann gibt es die IMU Calibrate, die Kalibrierung übernimmt. Da gibt es eine ganze Reihe von Kalibrierfunktionen, die zurzeit unterstützt werden. Also erstmal wird immer das Gyro kalibriert, indem man den Rot hält, und es wird das Accelerometer kalibriert in verschiedenen Methoden. Also entweder muss man ihn leveln, das heißt, er muss horizontal sein. Dann kann man die Bias kalibrieren oder man hat ihn vorher händisch kalibriert, also indem man ihn zum Beispiel einmal levelt und dann das Level speichert oder indem man den Kopter auch einmal um 180 Grad ein paar Bewegungen macht. Dann gibt es IMU Run, womit die IMU ausgelesen wird. Hier kann man unterscheiden, ob man den CQF nimmt, das ist der komplementäre Quaternionfilter, der von uns entwickelt worden ist, und damit kann man noch ein bisschen genauer die Lage bestimmen. Man kann die IMU RA-Daten bekommen mit der IMU Get RA-Data-Funktion. Die IMU Manual Calibration-Funktion hatte ich ja schon genannt. Das ist die Funktion, mit der man dann mit verschiedenen Methoden dann die IMU kalibrieren kann. Also einmal kalibrieren und dann werden die Daten im Flash gespeichert. Man kann die wieder abrufen, ist ein bisschen genauer. Klassischerweise verwenden wir standardmäßig die Methode, dass der Straight kalibriert wird. Einmal, so wird er auch ausgeliefert. Ist recht akkurat. Wenn man es noch ein bisschen besser machen kann, kann man ihn dann auch drehen. Aber das Straight geht halt sehr schnell und einfach. Die IMU Read Check Calibration Funktion überprüft dann die Kalibrierung. Dann gibt es die Attitude Init, die dann die PED-Parameter übernimmt und dann den Lageregler initialisiert. Dann gibt es die Attitude Run, die den Lageregler ausführt und die Kontrolldaten schreibt, bestimmt, und die Motorstellwerte, die dann für die Lagerregeln verwendet werden. Und dann gibt es das Clear Roll Pitch Short, das einfach die Orientierung zurücksetzt, wenn man halt irgendwie das braucht. Also in der Library. Ja, das wäre der Teil zum Interface QCSF. Ja, dann willkommen zum letzten Teil der Library. Es war ein bisschen trocken, aber so machen wir jetzt auch weiter. Der letzte Teil sind die Add-ons. Nein, die Add-ons sind überhaupt nicht trocken. Das ist ja eigentlich das Interessante an allem. Wir haben jetzt hier verschiedene Sensoren, die wir auslesen können. Also hier auf dem Board einmal der Laser, Ultraschall, optischer Fluss, Luftdruck. Können wir alles hier mit ansteuern. Das ist einmal SF02, ist der Ultraschallsensor für die Höhenbestimmung, einmal mit der Standard-ID und auch einmal mit der, wenn man die ID ändern will. Also es können bis zu 14 Sensoren angesteuert werden, also 12. Also wir haben jetzt hier immer 3 Sensoren mal 4, das sind 12, plus ein oben, ein unten, macht 14. So, dann gibt es noch andere Funktionen. Gehen wir mal hier weiter, gucken wir uns das mal an. Also das ist für die 14 IDs. Dann kann man einmal, also man hat immer eine Fire-Funktion, die das Signal aussendet, und eine Read-Funktion, mit der man das ausgesendete Signal dann lesen kann. Und es gibt dann noch weitere Funktionen für
Objekterkennungsmodul, womit das ein bisschen einfacher ist. Also wenn man quasi das ganze Modul hat aus 12 Sensoren, dann kann man mit der US-Update-OD-Data werden dann auch alle synchron abgefeuert und mit der RAR-Data kann man dann auch die RAR-Daten empfangen. Und dann ist für dieses OD-Data ist die Update-Rate 90 Millisekunden. Dann gibt es noch die Funktion für den Luftdrucksensor, also Initialisierung des Luftdrucksensors. Der Luftdrucksensor heißt BMP. Auslesen des Luftdruckes, also da kriegt man dann den Druck bzw. die Höhe in Zentimetern. Initialisieren des Top-Luftdrucksensors, also man kann quasi zwei Platten haben, die man auch in diesen zwei hier einschließen kann, sodass man eine nach oben, eine nach unten haben kann. Und dann kann man auch zwei Luftdrucksensoren zum Beispiel haben. Deswegen ist das auch alles aufgedoppelt. Dann gibt es die PWM-Funktion, erstmal zur Initialisierung des PWM-Treibers. Dann gibt es einmal Reduced, ist eine reduzierte Funktion, wenn man nicht alles braucht, beziehungsweise wenn es da Konflikte gibt. Dann gibt es die Set-Datei-Time PWM, mit der wir eine bestimmte PWM-Zeit in einen bestimmten Kanal setzen können, also Channel. Das heißt, es gibt 0 bis 5, kann man als Channel eingeben kann. Also es gibt quasi 6 PWM zur Verfügung in den Pins 19, 20, 21, 22, 27, 28. Das sind die Maximalwerte des PWMs, die verwendet werden. Man kann aber auch die PWM-2-Funktion nehmen, wo man dann sagt, Ignore Borders, das heißt, dann kann man auch Werte außerhalb dieses Bereiches verwenden. Das ist eine Sicherheitsfunktion, diese Maximalwerte. Die sind hier auch nur als Define angegeben, damit man weiß, in welchem Bereich standardmäßig das PWM limitiert wird. Dann die ADNS. ADNS ist der optische Flusssensor, mit dem man auch die Position bestimmen kann. Mit ADNS Reset wird er zurückgesetzt, mit Init wird er initialisiert, Update wird sozusagen ein neues Messwert über SPI generiert. Und dann können die, wenn einmal abgedatet worden ist, kann man auf die einzelnen Messwerte mit Read, OF, X und Y drauf zugreifen, beziehungsweise Service Quality. Service Quality ist bei dem Sensor sehr wichtig, weil der braucht ausreichend Kontrast. Und wenn man zum Beispiel zu viel Licht hat oder zu wenig Licht oder wenn der Boden einfach, ich sage es mal, nicht kontrastreich genug ist, den man gerade misst, wo man die Position drüber bestimmt, dann ist die Qualität sehr schlecht. Also so als Größenordnung 20 ist schon schwach, 0 ist total katastrophal und 40 ist, damit kann man gut arbeiten. So, als nächstes gucken wir uns noch den GPS-Receiver an. Also man kann mit GPS M8 Init, also es ist ein Neo M8 GPS-Receiver, mit dem wir arbeiten, kann man den initialisieren. Man kann den auch parsen, indem man ein eigenes Byte dem übergibt. Das heißt, man holt die Bytes aus dem UART, wozu auch ein Treiber da ist, schmeißt die in den Parser und kriegt dann am Ende die GPS-Werte raus, die dann in der GPS-Struktur stehen. Dann gibt es noch die Funktion für den LiDAR, das heißt der Lasersensor, der dabei ist, also Init, wo man dann auch die Seriennummer übergibt. Also wenn wir geben standardmäßig die Seriennummern an, die werden mitgeliefert und man gibt auch die ID an, die er hat. Mit der Fire kann man dann den Sensor wieder sagen, er soll ein Signal aussenden und mit der Read liest man dann die Messung aus, ähnlich wie im Ultraschallsensoren. Und mit Update ist Fire und Read in einem. Dann gibt es noch ADC-Funktion. ADC Run führt die Konvertierung bei den ADC-Kanälen durch. ADC Get nimmt dann einfach nur liest dann einen Wert aus. Das heißt, man braucht erst das ADC Run und dann kann man das ADC Get machen. Das letzte sind dann die Funktionen für die Infrarotsensoren. Die machen den Read. Dazu ist dann auch die Messung mit inbegriffen. Das heißt, die arbeiten basierend auf den analogen Kanälen. Das heißt, man braucht auch das ADC Run jetzt hier. Einmal für den langen, den mittleren und den kurzen für verschiedene Reichweiten. So, das wäre es von der Library. M-Copter. Drone Tech Experts.